Der Tod von Goodbye Deutschland-Liebling Jens Büchner 49 war für etliche Menschen ein Schock, allen voran Witwe Daniela Büchner, 41. Doch nun bricht auch Ex-Verlobte Jenny Matthias, 34, ihr Schweigen und offenbarte, wie ihr letztes Treffen mit dem Kult-Entertainer ablief. Vor knapp 10 Jahren waren Jens Büchner und die 15 Jahre jüngere Jenny nach Mallorca ausgewandert, um auf der Urlaubsinsel eine Boutique zu eröffnen. Doch die Liebe hielt nicht lang, Geldprobleme und ständige Streitigkeiten besiegelten nach 5 Jahren schließlich die Trennung des Auswandererpaares. Doch auch nach dem Liebesaus wollte der Zoff zwischen Jens und Jenny nicht abreißen, immer wieder gab es Schlagzeilen. Dann, kurz bevor der Entertainer seinem Krebsleiden am 17. November erlag, machte die 34-Jährige öffentlich, wie schlimm es wirklich um ihren Ex stand. Via Facebook schrieb sie, schon damals berichtete sie, dass sie ihren Ex mehrfach und trotz aller Unstimmigkeiten im Krankenhaus besucht habe. Bei Goodbye Deutschland offenbart Jenny Matthias jetzt nicht nur, wie es dem gemeinsamen Sohn Leon, 8, nach dem Tod seines Vaters geht, sondern auch, dass sich das Ex-Paar am Sterbebett versöhnte. Unter Tränen spricht die junge Mutter in der Fox-Sendung über den Moment, in dem sie ihrem Sohn sagen musste, dass sein Vater gestorben ist. Ihr 8-jähriger Sohn habe geweint und viele Fragen gestellt, das war schwer, so Jenny. Mittlerweile ergehe es ihm etwas besser, doch manchmal sage er zu ihr, die Boutique-Besitzerin fürchtet, dass sich ihr Sohn irgendwann nicht mehr an den Malle-Liebling erinnern werde, Lians Augen, sein Charakter und dieses Chaotische habe er von Jens, wie Jenny unter Tränen erklärt. Das letzte Aufeinandertreffen am Sterbebett des chaotischen Kult-Entertainers werde die 34-Jährige aber nie vergessen, ich bin dann ins Zimmer rein. Da lag nicht mehr Jens, da lag irgendeine Hülle. Du hast ihn kaum noch erkannt. Jenny Matthias sei nach eigenen Angaben völlig überfordert mit der Situation gewesen, Ex-Freund Jens hingegen habe auf cool gemacht und gesagt, ich habe keine Angst vorm Tod, bevor er der Blondine liebevolle Worte mit auf den Weg gab. So ließ er seinem Sohn ausrichten, wie sehr er ihn liebe, und soll Jenny gebeten haben, stark zu bleiben. Auch zu der von vielen Goodbye Deutschland-Zuschauern wohl lange erhofften Versöhnung zwischen dem Ex-Paar kam es am Sterbebett, verrät die Auswandererin. Jens Büchner habe ihre Hand genommen und daran habe sie gemerkt, dass auch sie wichtig im Leben des Ballermann-Stars gewesen sei und dass es ihm leid tat, wie alles in den letzten Jahren zwischen ihnen abgelaufen sei, das hat er mir ja auch gesagt, so Jenny. Die ganze Goodbye Deutschland-Folge läuft heute Abend, 18. März, um 20:15 Uhr auf Fox. Schaust du dir die letzten Folgen mit Jens Büchner an? Nimm an unserer Umfrage teil.